Michael Saylor warnt, Bitcoin wird dich vor dem Totalzusammenbruch retten, der bevorsteht. Das ist die Botschaft von Michael Saylor. Hör genau zu. Bitcoin is to fix the money, and money is energy, and energy is life. And if I keep sucking the energy out of the economy, I'm sucking the oxygen out of your system. Either under the best case, you perform poorly. Under the worst case, I suffocate you to death or freeze you to death. That's the problem. That's why empires collapse. That's why economies collapse. And the problem, it's not just a problem for an individual. It's not just a problem for a family. It's a problem for every institution. It's a problem for every company. It's a problem for every city, every municipality, every government, every civilization. They all have this problem. And you can generally trace the problem to, I fought a war I couldn't afford to fight. And I paid for it with money I didn't have. Im Laufe der Geschichte wurden verschiedene Geldformen verwendet, darunter Muscheln, Gold und auch Papiergeld, wie wir das jetzt auch gerade sehen. Und obwohl diese durch die Geschichte hindurch nützlich waren, besteht das Hauptproblem bei traditionellen Währungen wie dem Dollar oder dem Euro in der Inflation, die eintritt, wenn die Geldmenge schneller wächst als die Fähigkeit der Wirtschaft, Güter und Dienstleistungen zu produzieren. Und das verringert im Laufe der Zeit den Wert und die Kaufkraft dieser Währung, wie beispielsweise der Wertverlust beim Dollar und beim Euro. Alle Details dazu im Video und worauf wir uns vorbereiten müssen. Und bevor wir starten, wenn du dich für Kryptowährungen interessierst und an Krypto-Vorverkäufen, also Krypto-Pre-Sales interessiert bist, dann klick auf den Link in der Beschreibung. Michael Saylor beschreibt in einem seiner Interviews Bitcoin als die größte Lösung für die inhärenten Probleme traditioneller Währungen wie dem Dollar oder dem Euro. Er erklärt, dass Bitcoin das weltweit erste ingenieurtechnisch entwickelte Geldsystem ist und betont sein einzigartiges Design als dezentralisierte digitale Währung mit begrenztem Angebot von 21 Millionen Stück. Denn dort erklärt Michael Saylor, warum Bitcoin das Potenzial hat, die globale Finanzwelt zu revolutionieren, was wir gerade auch sehen, und die Art und Weise, wie wir Geld wahrnehmen und damit interagieren, neu gestalten wird und auch gestalten kann. Bitcoin. Bitcoin is the first engineered monetary system in the history of the human race. Full stop. So now to explain it, the first question is, what's money? The second question is, what's the problem? And the third question is, what's the solution? Right. Bitcoin is the solution. Now go back to the beginning. What is money? Well, an economy consists of goods, services, and property. You know, I want you to do something for me. I want that product. I want you to manufacture something for me. I want that house. I want that land. That's half the economy. Now the question is, how do I send 37 horses to you? And then how do we keep the books balanced? So you have to send me back money. Money is socio-economic energy. Money is monetary energy, or it's the energy, the backhaul energy that we use to trade with. If I can send you 10 bushels of corn and you can send me money equal to 10 bushels of corn, then we can trade with each other. So in the history of the world, human beings have tried different monies. We've used seashells. We used the giant stone coin of the Yap people. We used tobacco bales in colonial America. We've used copper coins, silver coins. We've used stone coins. We use glass beads in Africa. These are all types of money. Eventually, we got to settle on gold and gold coins as money, but gold was never fast enough as money. How do you move 10 tons of gold from here to there? So ultimately, people used ledgers, and those ledgers were issued by a merchant, or they were issued by a mayor, or they were issued by an emperor. And, you know, you can go back 5,000 years and you can find Sumerian tablets in clay where they've etched in like 37, bushels of oats in return for something. These were the ledgers. Noch kurz zu Michael Saylor. Michael J. Saylor ist ein amerikanischer Unternehmer und Geschäftsführer, der MicroStrategy mitbegründet hat. Und Saylor leitet das Unternehmen, das Business Intelligence, mobile Software und cloudbasierte Dienste anbietet und im Grunde genommen zu einem Bitcoin-ETF geworden ist. Und Saylor sagt, Bitcoin ist dazu da, unser Geldsystem zu verbessern. Geld steht für Energie. Und Energie bedeutet Leben. Und wenn wir ständig Energie aus unserer Wirtschaft rausziehen, ist es, als würden wir uns den Sauerstoff wegnehmen. Das kann im Grunde genommen zu schlechter Leistung führen oder im schlimmsten Fall alles zum Zusammenbruch bringen. Und das betrifft nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Familien, Unternehmen, Städte und ganze Zivilisationen. Und oft beginnen diese Probleme mit Schulden für Kriege oder Ausgaben, die nicht gedeckt sind, wie wir das ja aktuell auch sehen können. Und Michael Saylor sagt, Bitcoin kann uns vor einem bevorstehenden totalen Zusammenbruch
retten. Denn durch die Geschichte haben die Menschen viele Geldformen genutzt. Doch das Hauptproblem ist die Inflation. Die passiert, wenn mehr Geld gedruckt wird, als die Wirtschaft leisten kann. Das senkt dann den Wert des Geldes und Bitcoin als erste technisch entwickelte Währung löst dieses Problem durch sein einzigartiges dezentrales System mit begrenztem Angebot. Und Saylor erklärt ebenfalls, dass Bitcoin das Potenzial dazu hat, was ich schon erwähnt habe, die Finanzwelt zu revolutionieren und wie wir letztlich Geld sehen und nutzen zu verändern. Michael Saylor sagt weiterhin, dass Bitcoin das erste technisch entwickelte Geldsystem in der Menschheitsgeschichte ist und dafür müssen wir uns aber 3 Fragen stellen. Was ist Geld? Was ist das Problem? Und was ist die Lösung? Und für Michael Saylor ist Bitcoin definitiv die Antwort auf das. Doch er fragt auch, was ist Geld? Unsere Wirtschaft besteht aus Gütern, Dienstleistungen und auch Eigentum. Und Geld ist die sozioökonomische Energie, die wir zum Handeln nutzen. Und durch die Geschichte hinweg haben Menschen verschiedene Geldformen genutzt, von Muscheln bis hin zu Gold. Doch Gold war laut Michael Saylor nie wirklich schnell genug für den modernen Handel, also nutzten Menschen Buchführung und Ledger. Und das Problem mit dem Geld ist die faire Verteilung und Nachverfolgung von Besitzansprüchen. Und Saylor erklärt es so: Wenn ich mehr Geld drucke, als es Werte in der Wirtschaft gibt, führt das zu Inflation. Das ist das Kernproblem und Inflation entwertet das Geld, weil immer mehr davon gedruckt wird, was wir gerade ja auch sehen, ohne dass es einen echten Gegenwert gibt. Und die Römer zum Beispiel reduzierten den Goldgehalt ihrer Münzen, was letztlich zum Zusammenbruch ihres Währungssystems führte. Und Inflation ist ein massives Problem, weil diese die Kaufkraft des Geldes zerstört und damit die Wirtschaft schädigt. Und oft beginnen diese Probleme, und das übersehen viele, wenn zu viel Geld gedruckt wird, um Kriege oder Mehrausgaben zu finanzieren, die man sich eigentlich nicht leisten kann, wie wir das ja, wie gesagt, auch aktuell sehen. Und Michael Saylor argumentiert, dass Bitcoin uns vor dem totalen Kollaps bewahren kann, der durch diese endlose Inflation droht. Und Bitcoin als dezentralisiertes und begrenztes Geldsystem stellt eine Lösung dar, um der Inflationsprobleme zu entkommen und ein faires, nachhaltiges Wirtschaftssystem zu schaffen. Und das Problem mit Währungen durch die gesamte Geschichte ist das Vertrauen gegenüber dem Herausgeber des Geldes. Du vertraust einer Person, einer Bank wie beispielsweise JP Morgan, einer Familie wie den Rothschilds, einem König, einem Bürgermeister oder einer Regierung, dass sie das Richtige schon machen werden mit dem Geld. Und der Ökonom Amus schreibt in seinem Buch Der Bitcoin-Standard, dass die Inflationsrate der modernen Ära bei durchschnittlich 14% pro Jahr liegt. Denk mal darüber nach, die Währung wurde weltweit im Durchschnitt mit 14% pro Jahr aufgeblasen. Gleichzeitig stieg der S&P 500 Index im Durchschnitt ebenfalls um 14% pro Jahr über ein Jahrzehnt hinweg. Und uns wollen sie erzählen, dass die Inflationsrate nur 2,5% beträgt. Wer das glaubt, wird auch mit dem Klingelbeutel gepudert. Das Problem, was wir haben, ist die Inflation. Regierungen drucken immer mehr und mehr Geld, weil es einfacher ist, Geld zu drucken, als Steuern zu erheben. Jedes Geldsystem ist letztlich an Inflation gescheitert. Währung ist für die Wirtschaft wie Blut für den Körper. Und wenn ich den Sauerstoff aus dem Raum rausnehme, erstickst du oder erfrierst. Was passiert dann? Und genau das sehen wir in der Wirtschaft. Und Inflation entzieht der Währung die wirtschaftliche Energie, was zum Zusammenbruch der Wirtschaft führen kann. 66 Länder haben ihre Währung durch den Dollar ersetzt, da ihre eigenen Währungen zusammengebrochen sind. Und der US-Dollar als weltweite Reservewährung verliert immer mehr und mehr an Wert. Der Dollar ist in den letzten 12 Monaten um 34% abgewertet worden. Bitcoin ist wie eine Sauerstoffmaske in diesem Szenario. So money is economic energy. The problem is inflation. Because in the history of the world, we have inflation. When the Romans created gold coins, they start with a certain amount of gold and they would debase the currency, right? Yes. They would cut the amount of gold or cut the amount of silver in the coin. And when they cut it to a small enough level, no one would take the coin anymore. So the mercenaries don't want the coin. The emperor can't pay the mercenaries. The empire topples. If I just issue you paper, whatever the paper might be, and then I triple the supply of the paper, eventually the currency collapses. So the problem with currencies in the history of time is the trust in the issuer. You're trusting an individual, right? You're either trusting a banker, a JP Morgan, or you're trusting a family, the Rothschilds, or you're trusting a king or a prince, or you're trusting a mayor, or you're trusting a government. Now, if we look at the modern era, economists like Saifedean Ammous, who wrote the Bitcoin Standard, he estimates that the inflation rate in the modern era
dollar weighted is 14%. Okay? Think about that. For the last decade, on average, all in the world, we've been inflating the currency by 14% per year. Now, it happens that that's equal to the rate at which the S&P 500 index is going up, 14% on average a year for 10 years running. So, the problem is inflation. Inflation's a phenomena whereby a government authority prints more currency, right? And why do they print more currency? Because if I want to pay $1 trillion bill, I either have to tax you $1 trillion or I have to print $1 trillion of money. Turns out that it's a lot easier to print money than it is to tax people. And so it's either inflation or taxation. Every single coinage system, every monetary system ever established collapsed because of inflation. The currency is to the economy what your blood is to your body, and economic energy or money is to the currency what oxygen is to your blood. So common sense says if I keep sucking the oxygen out of the room, if I suck the oxygen out of the room, you're going to either suffocate or freeze to death. And if I keep sucking the economic energy out of the currency, the economy collapses. In the extreme, you get ripped back to Stone Age barter, right? When the money doesn't work anymore, I have to trade you cigarettes for bullets. And the problem with that is the economy becomes 1,000,000 times less efficient, right? If you don't have money. Now, how many countries in the world have a collapsed currency? 66? Are dollarized. There's 180 about countries. There's 130 floating currencies. All of them are weaker than the dollar. The U.S. dollar is the world's reserve currency. The U.S. dollar is expanding. It was expanding 10% a year for a decade, now expanding at 14% a year. It expanded 34% over the past 12 months. The dollar is weakening. It's like the oxygen is getting sucked out of the room. So, Tucker, if I told you the oxygen is getting sucked out of the room and there's an oxygen mask drops out of the ceiling over there, what would you do? Run for it. Yeah, put the oxygen mask on. Bitcoin is the oxygen mask. Es ist das erste technisch entwickelte Geldsystem, erschaffen von Ingenieuren, die nach der Finanzkrise 2008 eine faire Währung erschaffen wollten. Sie nutzten das Internet und Kryptographie, um einen unveränderlichen Ledger, eine Art Bank im Cyberspace zu erschaffen, wo Bitcoin basiert auf einem Programm, das ein Hauptbuch, ein Ledger von 21 Millionen Münzen verwaltet und ist auf tausenden Computern weltweit verteilt, was es zu einer dezentralisierten, sicheren und fairen Währung macht. Und alle 10 Minuten verarbeitet das System einen Satz von Transaktionen und verteilt das Geld gemäß den Anweisungen der Besitzer. Und Michael Saylor argumentiert hier, dass wenn ich dir mein Bitcoin senden will, sende ich es und es kommt bei dir an. Und das heißt, jeder Computer im Netzwerk aktualisiert diese Informationen und überprüft sie kryptografisch mit moderner Verschlüsselung. So ist Bitcoin dezentralisiert, ein Stück Software, das niemand kontrolliert oder korrumpieren kann, wie das ja in anderen Bereichen der Fall ist. Es ist wie eine Bank im Cyberspace, die von unbestechlicher Software betrieben wird und jedem auf der Erde ein weltweit zugängliches, einfaches, sicheres Sparkonto im Grunde genommen bietet. Du hast etwas Geld, Ersparnisse, die du nicht verlieren möchtest, dann möchtest du es definitiv sicher laut Michael Saylor anbieten und Bitcoin bietet dir das alles. What is Bitcoin? Well, Bitcoin is the world's first engineered monetary system. And what happened is a set of engineers, nameless engineers, recoiled in horror after the great financial crisis with all the bank bailouts, and they looked and they said, this just isn't fair, it isn't right, we want to create a better money. And they used two technologies. They used the internet, the idea that I could network hundreds of thousands or millions of computers, and they used cryptography, the idea that I could cryptographically sign something so that it could not be tampered with anyone, friend or foe. And using those two technologies, they conceptualized the idea of an immutable ledger, if you will, a bank in cyberspace. What if 100 people got together, 100 people with money got together, and they said, we're going to create a bank in cyberspace, and we want to put our money there, and we don't trust each other, we don't trust the government, we don't trust any corporation, we don't even trust any one computer. So we create a program that keeps track of a ledger, 21 million coins, or shares in the bank, divisible by 100 million, called this down to a Satoshi. So 2.1 quadrillion Satoshis. You don't have to know that. All you need to know is there's 21 million coin units. You can't make any more. And they wanted to create they could send their money to each other, to anybody in the network. They could
store it for 1,000 years, 10,000 years, a million years, forever. And they don't have to trust anybody. So they created this idea of Bitcoin. It's an asset that's protected by cryptography, and it's stored on a ledger. The software administers the ledger. The twist is we distributed the software on thousands and thousands of separate computers. Every Bitcoin node is running a copy of the ledger. So everybody in the world that has their money in the bank has a copy of all of the money in the bank and all the transactions since the beginning of time. So it's the immutable truth. Every 10 minutes, the system batches a set of transactions and then redistributes the money based upon the instructions of the owners. If I want to send you my Bitcoin, I send it and it goes to you. And every single computer on the network updates that. And they all check it cryptographically using modern encryption. So Bitcoin is a decentralized piece of software. The brilliance of it is it's a bank in cyberspace that nobody controls. Im Grunde genommen drängt uns Saylor zu erkennen, wie mächtig Bitcoin als transformative Kraft in der Welt der Finanzen ist und eine Lösung für die wiederkehrenden Mängel und Schwachstellen traditioneller Geldsysteme bietet. Das heißt, während traditionelle Währungen wie der Dollar oder der Euro auf Vertrauen zu ihrem Herausgeber basieren, sei es eine Regierung, eine Bank oder eine andere Autorität, und wie wir wissen, wurde dieses Vertrauen sehr oft missbraucht, was zur Entwertung, was wir gerade sehen können, und zum Zusammenbruch der Währung führte, wie wir es auch in der Vergangenheit in der Geschichte schon sehen konnten, auch in Deutschland öfters. Und Bitcoin begegnet diesen Problemen durch seine Dezentralisierung, Transparenz und Sicherheit. Mit Bitcoin übernehmen wir, die Menschen, die Kontrolle über unser finanzielles Schicksal und bahnen den Weg zu einer gerechteren und wohlhabenderen Zukunft für uns alle. Was denkst du in Bezug zu Bitcoin? Schreib mir dazu deine Meinung in die Kommentare, und wenn du von diesem aktuellen Bullenmarkt profitieren willst, dann klick jetzt auf den Link in der Beschreibung. Handle jetzt, denn du weißt, dass dieser Bullenmarkt nicht ewig dauert. Danke dir und ich wünsche dir einen sehr schönen Tag.